Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quicktipps. Mein Name ist Arno Burger. Heute möchte ich euch einen richtig coolen Tipp zur Zwischenablage zeigen. Ihr kennt ja die Zwischenablage sicher alle, aber habt ihr schon mal ältere Elemente aufgerufen oder auch Elemente gespeichert fürs spätere Hinzufügen? Und das zeige ich euch jetzt. Wir sind hier in einem Word-Dokument. Im Moment ist nichts in der Zwischenablage. Das sehen wir hier, weil das Einfügen nicht möglich ist. Und was ihr sicher kennt, ist, man markiert zum Beispiel einen Absatz, klickt auf Kopieren und damit ist der in der Zwischenablage. Ich kann an eine andere Stelle gehen und kann den dort einfügen. Und das kann ich natürlich auch mit einem Hyperlink machen, den ich in die Zwischenablage kopiere, oder auch mit einer Grafik, zum Beispiel auch über Steuerung C. Und dann kann ich auch ganz wunderbar in andere Programme gehen und dort mit Steuerung V oder auch hier über das Einfügen diese Grafik wieder einfügen. Wenn ihr aber statt über Steuerung V oder auch hier über die Symbole mit der Tastenkombination Windows-Taste und V einfügt, dann bekommt ihr einen Überblick über die Zwischenablage. Ihr seht hier die Elemente, ihr könnt jetzt sagen, ich möchte das Element, das ich als erstes kopiert habe, also das schon länger her ist, einfügen. Ihr könnt aber auch ein Element, das ihr vielleicht morgen oder übermorgen weiter behalten wollt, hier fixieren. Und wenn ihr dann den Rechner runterfahrt und neu startet, könnt ihr wieder drauf zugreifen. Und wenn ihr alle löscht, dann wird das, was hier angepinnt ist, nicht mitgelöscht. Sollte das bei euch nicht gehen, dann schaut doch mal in den Einstellungen, Startmenü Einstellungen, System und dort Zwischenablage. Dort muss dieser Zwischenablagenverlauf eingeschaltet sein. Ihr findet hier noch weitere Einstellungen, auf die ich jetzt aber nicht eingehe. Ja, ich hoffe, das war für euch genauso ein cooler Tipp wie für mich, wie ich das zum ersten Mal gehört habe. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.